Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping Channel. Und heute gibt es ein Video über die komplette Beckenpflege. Ich muss nämlich zugeben, ich habe in der letzten Woche durch ganz viele Termine und durch einfach viel zu tun nicht die Zeit gehabt, einen Wasserwechsel zu machen. Normalerweise mache ich ja jede Woche einen Wasserwechsel, jeden Sonntag, habe ich letzte Woche nicht geschafft. Und das heißt, heute ist Wasserwechsel angesagt und große Beckenpflege. Das heißt, wir werden die Pflanzen zurückschneiden, wir werden einen kompletten Wasserwechsel machen, wir werden die Scheiben wieder sauber machen und ich werde euch genau zeigen, was ich alles an Beckenpflege an meinem Becken durchführe, wie ich das durchführe und wie du dann dein eigenes Becken wieder auf Vordermann bringen kannst. So, bei der Beckenpflege gibt es natürlich viele Sachen zu beachten und viele Sachen halt mitzumachen, damit das Becken auch einmal komplett sauber gemacht wird und danach wieder einen neuen Glanz erstrahlen kann. Wir werden deshalb gleich zuerst einmal einen Wasserwechsel durchführen. Wir werden dazu die komplette Technik abbauen, bis auf das Licht. Wir werden den Filter sauber machen. Wir werden die Glassware sauber machen. Wir werden den CO2-Diffusor sauber machen. Wir werden die Scheiben sauber machen. Wir werden die Pflanzen trimmen. Danach das Wasser wieder einfüllen und dann kommen noch ein paar Wasserzusätze hinzu, zu denen ich euch noch ein paar Worte sagen möchte und dann sind wir fertig. Dann haben wir einmal das Becken komplett rundum sauber gemacht, erneuert und danach wird es in neuem Glanz erstrahlen. Ich freue mich drauf. Das Reinigen der Scheiben und das Reinigen des CO2-Dauertests, das mache ich mit so einem ganz normalen Spülschwamm, den ich aber natürlich ausschließlich für das Becken benutze. Ich kaufe mir also ein paar Spülschwämme und benutze einen davon ausschließlich für dieses Becken. Der kommt niemals mit anderem Wasser in Berührung, sondern immer nur mit dem Wasser aus diesem Becken. Und mit dieser etwas rauen Oberfläche kann man ganz klasse die Scheiben von innen säubern. Das funktioniert wesentlich besser als diese komischen Magnetsäuberer. Die könnt ihr nämlich vergessen. Ich bin aber auch kein großer Fan von den Rasierklingenschabern, denn ich habe einfach das Gefühl, damit ist das Risiko zu hoch, sich Kratzer in die Scheibe zu holen. Das passiert beides mit so einem Spülschwamm nicht. Also deshalb Spülschwämme ganz klasse geeignet, um die Scheiben zu reinigen, vor allem von innen, und um eben auch den CO2-Dauercheck zu reinigen. Dann kann man da nämlich einfach hier so auseinandernehmen und dann wird der auch wirklich mit dem Wasser aus dem Becken gereinigt. Das gleiche gilt natürlich auch für den Saugnapf, den kann man genauso sauber machen und von unschönen Überresten oder leichten Grünalgenansatz entfernen. Funktioniert auch sehr gut mit diesem Spülschwamm. So, und meistens passiert es mir auch, dass beim Reinigen vom Dauertest so ein bisschen von der Flüssigkeit rauskommt. Und das heißt, das Reinigen von so einem Dauertest ist gleichzeitig auch der ideale Zeitpunkt, um einmal die Indikatorflüssigkeit aufzufüllen. Das machen wir jetzt sofort. Wir haben jetzt schon den Filter gereinigt, wir haben den CO2-Dauertest gereinigt, wir haben den CO2-Dauertest neu befüllt und was wir jetzt machen ist, wir beschneiden erstmal die ganzen Pflanzen.
Denn bevor wir den Wasserwechsel machen, möchte ich, dass die Pflanzenteile alle oben schwimmen. Da kriegt man sie nämlich leichter raus, als wenn wir schon nur noch die Hälfte des Wassers drin haben und dann nämlich das Wasser auch um die Steine rumfließt und dann diese ganzen Pflanzenreste sich an den Steinen anlagern. Da kriegt man die einfach nicht mehr gut genug weg. Deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr Pflanzen beschneidet, macht das vor dem Wasserwechsel, holt dann den ganzen Kram raus, macht den Wasserwechsel, da könnt ihr dann mit dem Schlauch auch noch die letzten Überreste der Pflanzenreste mit wegsaugen und füllt dann das neue Wasser ein. Habt gerade bei den Bodendeckern auch keine Angst davor, das Ganze wirklich raspelkurz zu schneiden. Gerade bei so kriechenden Pflanzen ist es so, wenn die ordentlich kurz geschnitten werden, dann wachsen die buschiger nach und bedecken dadurch dichter den Boden und sie wachsen vor allem auch kräftiger nach, weil man ihnen ja im Endeffekt sagt, wenn du über diese Höhe wächst, passiert etwas Schlimmes mit dir. Also versuchen sie das auszugleichen und wachsen halt mehr in die Breite. Deshalb Bodendecker ruhig regelmäßig sehr, sehr kurz schneiden, die wachsen wieder nach, habt da keine Angst vor. Wenn ihr diesen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr nämlich auch, wie mein Eliocharis SP Mini zwischendurch mal aussah. Falls nicht, schaut euch mal meine Dry Start Update Videos an. Gerade die letzten davon, da war das Eliocharis SP Mini wirklich ziemlich hoch und ziemlich dicht grün. Jetzt ist es halt sehr stark ausgedünnt, aber in ein paar Wochen wird das richtig schön buschig nachwachsen. Übrigens ist auch zum Reinigen von den Pflanzenresten dieser Spülschwamm für mich Mittel der Wahl. Denn die meisten Pflanzenreste haben die Angewohnheit, nach außen zu treiben. Das heißt, sie bewegen sich irgendwo am Rand eures Beckens, am Rand eurer Scheibe. Und dann könnt ihr nämlich einfach mit dieser Seite hier an der Scheibe entlang gehen. Und dann werden die Pflanzenreste sehr, sehr schön in dem Schwamm festgehalten. Und dann könnt ihr euch hier so eine kleine Schüssel extra nehmen und die Sachen einfach da dran abstreifen. Und schon könnt ihr mit der Reinigung weitermachen. So, als nächstes machen wir jetzt den Wasserwechsel und vielleicht kennst du auch schon mal ein Video über den Wasserwechsel in diesem Becken. Ich habe nämlich schon mal ein separates Video gemacht, nur über den Wasserwechsel. Ich blende das einfach mal rechts oben in der Ecke ein, schau es dir an. Denn das, was ich da gemacht habe, ist genau dasselbe, was ich jetzt hier auch machen werde. Da gibt es also nichts Neues und deshalb mache ich das jetzt im Schnelldurchlauf. Also Wasser 50% raus, neues Wasser rein und dann geht's weiter. Ich mache die Wasserwechsel übrigens immer in solche Gießkannen hier, weil nämlich das Wasser aus dem Aquarium das perfekte Gießwasser für eure Zimmerpflanzen ist. Ja, das ist angereichert mit CO2, das ist angereichert mit Düngemitteln, das ist angereichert mit Stoffen, die die Tiere abgeben und mit Filterbakterien und so weiter und so fort. Das ist das perfekte Gießwasser für eure Zimmerpflanzen. Deshalb gehe ich nach einem Wasserwechsel immer rum und gieße damit erstmal alle meine Pflanzen. Beim Reinigen der Scheiben könnt ihr ruhig mit dem Schwamm ein bisschen rabiater zur Sache gehen. Denn je nachdem, was da dran ist, wenn ihr da grünen Algenbelag drauf habt oder wenn ihr da hartnäckige Kalkflecken habt, dann geht das ansonsten echt schwer ab. Von daher, da müsst ihr schon so ein bisschen rubbeln. Aber der Schwamm hat eben den großen Vorteil, dass er das abbekommt und dabei die Scheibe heilen lässt. Also wie gesagt, ich bin großer Freund dieser Spülschwämme für sehr viele Reinigungsarbeiten an so einem Aquarium. Für den Wasserwechsel selber, also für das neue Wasser, benutze ich einfach lauwarmes Kranwasser. Mein Wasser hier ist weich genug, dass ich das direkt benutzen kann. Was ich aber immer noch dazu gebe, ist Tetra Aqua Safe. Das ist einfach ein Mittel, was Chlor bindet. Ich bin mir zwar sehr, sehr sicher, dass in meinem Leitungswasser kein Chlor ist. Das bestätigen auch die Testwerte. Aber trotzdem ist es mir damit einfach sicherer, denn Chlor wäre sofort tödlich für quasi alles im Becken. Deshalb würde ich euch raten, nutzt lieber nochmal so ein Mittel, was Chlor neutralisiert, einfach um sicher zu gehen. Ihr braucht auch nur sehr, sehr wenig. Ich brauche für das, was ich hier in meinem Becken wechsle, nämlich 10 Liter de facto, brauche ich halt nur so eine halbe Verschlusskappe. Das ist also wirklich nicht viel und man kommt mit dieser Flasche ewig aus. Von daher, das würde ich noch empfehlen. Das gibt einfach nochmal ein sehr sicheres Gefühl, selbst wenn ihr euch quasi sicher seid, dass eure Wasserwerte das hergeben. So, in das Gießwasser selbst tue ich neben den Wasserzusätzen, also neben dem Chlorneutralisator, auch direkt meine Dünger rein. Denn wenn sie das Ganze in dieser Gießkanne schon vermischt, dann kann ich das wunderbar in das Becken füllen und der Dünger wird sofort perfekt verteilt und ist nicht so punktuell im Becken und muss erst durch den Filter umgewälzt werden.
Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Vorteil ist. Ich finde es aber logisch, dass das die bessere Art und Weise ist, diesen Dünger in das Becken einzubringen. Von daher kommen da jetzt noch meine Dünger rein und dann kommt das Wasser ins Becken. Beim Anbringen des CO2-Dauertests achtet auch darauf, dass ihr den nicht zu weit oben anbringt. CO2, wenn es in das Becken eingeleitet wird, steigt nämlich nach oben. Das bedeutet, ihr habt oben immer eine höhere Konzentration als unten. Bringt den Test daher so auf mittlerer Höhe an, um ungefähr den Durchschnitt eures Beckens messen zu können. Denkt beim Befüllen des Beckens auch daran, dass wenn ihr einen Außenfilter benutzt oder wie ich hier so einen Hang-on-Filter, dass dieser Filter auch wieder befüllt werden muss nach dem Saubermachen. Der braucht nämlich Wasser in seinem Behälter, damit er richtig anziehen kann, damit er richtig anfangen kann zu pumpen. Also nicht vergessen, auch den Filter befüllen. So, zum Schluss kann dann auch wieder der CO2-Diffusor eingehängt werden. Den haben wir jetzt tatsächlich nicht sauber machen müssen, weil die Membran noch ziemlich weiß war. Das gibt es also in einem separaten Video später einmal. Und dann kommen nach dem Wasserwechsel und nach so einer Säuberungsaktion bei mir immer noch ein paar Zusätze mit ins Wasser. Und zwar einmal ist das Mineralsalz Mironekuton. Ich weiß nicht tatsächlich, ob es so ausgesprochen wird oder nicht, deshalb entschuldigt, wenn ich es falsch ausspreche. Es ist auf jeden Fall ein Mineralsalz, mit dem ich bisher sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist einmal gut für die Garnelen, weil es das Wasser so leicht aufhärtet. Außerdem ist es gut für die Pflanzen, weil es so ein bisschen als Bodenzusatz dient. Das ist halt so ein Mineralsalz, was man einfach auf das Wasser draufstreut, was sich dann im Becken verteilt und was auch dafür sorgt, dass das Wasser sehr, sehr klar wird. Und was dann immer noch mit reinkommt, sind Erlenzapfen. Ich bin ein großer Freund von Erlenzapfen. Ihr könnt anstelle von Erlenzapfen auch Seemandelbaumblätter nehmen. Das ist im Endeffekt genau das gleiche, nur in einer anderen Form. Denn das, was da passiert, ist eben, dass Gerbstoffe abgegeben werden. Und die enthalten die Seemandelblätter genauso wie die Erlenzapfen. Ich finde Erlenzapfen einfach angenehmer zu dosieren und sie sinken halt von selbst irgendwann runter. Während Seemandelbaumblätter immer so riesig groß sofort sind und es sieht halt nicht so schön aus im Becken. Ihr müsst Erlenzapfen auch echt nicht kaufen, ja, sondern ihr könnt einfach mal in den Wald gehen, euch eine Tüte mitnehmen, Erlenzapfen sammeln und dann habt ihr einen Erlenzapfenvorrat für die nächsten 5 Jahre. Es gibt so eine Faustformel, die sagt, ein Erlenzapfen pro 10 Liter Wasser. Ich tue meistens 2 bei mir rein nach dem Wasserwechsel, also 2 Erlenzapfen pro Woche. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange so eine volle Tüte halten wird. Manchmal tue ich aber auch echt nur einen rein, denn die Gerbstoffe sorgen auch dafür, dass das Wasser gelblich-bräunlich wird. Ihr kennt diesen Effekt bestimmt. Gerade auch wenn man große Wurzeln im Becken hat, sieht das meistens auch so aus. Und manchmal möchte ich den Effekt einfach nicht so stark haben, dann tue ich auch nur einen rein. Es geht einfach darum, diese Gerbstoffe sind leicht desinfizierend und leicht pilzhemmend, was natürlich der Gesundheit der Tiere zugutekommt. Und die Gerbstoffe sorgen einfach so für ein bisschen gesünderes Klima im Becken. Das ist einfach noch so eine Sache, die ich mit da reinwerfe. Das kommt ganz am Ende mit rein. Die schwimmen jetzt hier oben drauf so ein bisschen rum und innerhalb von einer Stunde oder so sind die abgesunken. Und die Garnelen freuen sich auch darüber. Die grasen die nämlich gerne ab und fressen von denen.